Na Dancer, hast du mal wieder das Grammophon herausgekramt? Na klar, die Musik passt zum Thema von heute. Es geht ja um eine Vorschrift, die zum letzten Mal 1937 geändert wurde. Das ist ganz was Frisches. Vielleicht sollten wir den heutigen Podcast gleich auf Schallplatte pressen und per Post an die geschätzten HörerInnen versenden. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den 3 Welchis. Die Heeresdienstvorschrift von 1912 mag ein alter Schinken sein, Dancer, aber du glaubst ja gar nicht, was man von den alten Meistern alles lernen kann. Dafür ist unser heutiger Podcast-Gast Dr. Gerd Heuschmann bekannt, der sich genau damit beschäftigt, die seit Jahrhunderten bekannten Zusammenhänge der klassischen Ausbildungsphilosophie aus anatomischer Sicht herzuleiten. Kurzum, wie man durch harmonisches Reiten sein Pferd nicht verschleißt. Wie das funktioniert, steht eben schon in dieser HDV 12, der Heeresdienstvorschrift aus dem Jahre Schnee. Sie beschreibt, was zu tun ist, aber erklärt nicht, warum man dieses oder jenes macht. In dieser Folge unterhalte ich mich deshalb mit Gerd Heuschmann über sein Buch Neu kommentierte HDV 12, das er gemeinsam mit Altmeister Albrecht von Ziegner geschrieben hat. Wem der Streifzug durch die Geschichte als Basis der Reitkultur zu viel wird, der findet im zweiten Teil des Podcasts praktische Lektionen für einen geschmeidigen Sitz oder auch, wie sich eine harmonische von einer erzwungenen Anlehnung unterscheidet. Viel Hörvergnügen. Aber bevor es losgeht, noch ein Veranstaltungstipp. Auf Trab ist selbst zu Gast, und zwar auf der Apropos Pferd in Wiener Neustadt vom 5. bis 8. Oktober. Beim Influencer Point könnt ihr einmal live erleben, wie ein Podcast entsteht. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Apropos Pferd. So, aber jetzt geht's los. Lieber Dr. Gerd Heuschmann, schön, dass Sie wieder auf Trab sind und uns die Mutter aller Reitkultur, die Heeresdienstvorschrift 12, in die Neuzeit übersetzen. Vielleicht können Sie zu Beginn einmal erklären, warum Sie das Buch Die kommentierte HDV 12 gemeinsam mit Kurt Albrecht von Ziegner geschrieben haben. Sie haben ihn ja noch kennengelernt. Er war ja ein Kavallerieoffizier im Zweiten Weltkrieg, ein Deutscher, und ist dann ein erfolgreicher Ausbildner geworden und hat dann 54 auch Erfolge im Springen und Dressur gehabt und das deutsche Reitabzeichen für Gold bekommen. Wie sind Sie eigentlich zu dem Kontakt gekommen und warum haben Sie gerade mit ihm gemeinsam dieses Buch geschrieben? Wie Sie schon gesagt haben, der Kurt Albrecht von Ziegner ist in Deutschland selber nicht ganz so bekannt. Er war ja nach der Zeit im Krieg bei der Bundeswehr, hat da im Auftrag der Bundeswehr einmal eine Zeit lang war er in der Türkei und hat dort bei der berittenen Armee auch gearbeitet. Und er kam dann zurück nach Deutschland und hat hauptsächlich als Trainer in den USA gewirkt. Also er war sehr viel in Amerika. Ich habe ihn dann in der Zeit kennengelernt, also relativ spät eigentlich. Ich würde sagen, das war vielleicht so 20 Jahre vor seinem Tod, 2016, also es mag in den 90ern gewesen sein. Ende der 90er fing das ja an, dass ich versucht habe, die klassische Reitlehre vor dem Hintergrund der Anatomie des Pferdes ein bisschen genauer zu erklären. Ja. Und ich hatte 2 Persönlichkeiten sozusagen all diese Jahre in meinem Hintergrund. Das war der Paul Stecken, der letzte Trainer von Dr. Rainer Klimke und Ingrid Klimke. Und es war Kurt Albrecht von Ziegner. Die beiden waren so meine Anlaufposten, wenn es eine fachliche Frage gab oder eine Unklarheit oder auch, wenn ich bei meinen Büchern Fragen hatte, dann habe ich Stecken oder von Ziegner eben kurz angerufen. Und wir hatten mittlerweile eine sehr nahe, so freundschaftliche Beziehung, kann man sagen. Wir waren öfter in der Heide oben bei ihm. Meine Frau ist oft bei ihm im Unterricht mitgeritten. Wir haben viele Fachgespräche gehabt in seinem schönen Zuhause in der Lüneburger Heide, in seinem redgedeckten Haus.
Also es war schon so, ich sag's mal, väterlicher Freund, würde ich ihn bezeichnen. Und auf dieser meine Reise durch die Literatur, die alten Meister, kommt man natürlich immer wieder an die Mutter unserer Reitlehre, an die Heeresdienstverordnung. Ja. Und ich habe damals gesagt, ja Mensch, Kurt Albrecht, wir müssen dieses Buch, das nach meiner Einschätzung bis heute mit die beste Ausgabe einer Reitlehre ist, weil sie kurz, kompakt, bündig, kein großes Tralala, einfach sachlich alles darlegt. Wir müssen diese Form der Reitlehre irgendwie ein bisschen mal wieder ins Gespräch bringen. Einfach, dass vielleicht mal ein jüngerer Mensch auch mal Lust hat, da mal reinzuschauen. Ich hab ihn dann gebeten, ich habe gesagt, lieber Kurt Albrecht, lass uns diese HDV 12 irgendwie mal ein bisschen aufpeppen. Dann hat er sich vor mich gestellt wie ein Soldat, Kerzen gerade, Hände an der Hosennaht und sagt, Heuschmann, HDV 12, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also er war der Meinung, ich wollte irgendwie mich an den Text der HDV 12 vergehen sozusagen. Yeah. Und dann habe ich eben zu Herrn von Ziegner gesagt, Kurt Albrecht, ich würde es nicht wagen, nicht ein einziges Komma in diesem Buch zu verändern, sondern ich würde gerne den Originaltext genauso lassen, wie er ist und einfach an geeigneter Stelle ein paar aufklärende Sätze hinzufügen. Denn sein Regelbuch, das erklärt nicht. Es erklärt nahezu nichts, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen. Alles nur, so wird's gemacht, Punkt, Komma. Warum habt ihr nicht so? Es ist eine Richtlinie fürs Militär. Da wurde nicht gefragt, da wurde ausgeführt. Könnten Sie die jüngeren vielleicht Hörerinnen unter uns auch an Bord nehmen und ein bisschen erklären, was es mit dieser Heeresdienstverordnung 12 so auf sich hat? Die HDV 12 ist im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. Quasi in Auftrag gegeben worden, um dem Militär eine aktualisierte, es gab eine ähnliche Ausgabe davor mit weit weniger Tiefgang und weit weniger Bedeutung. Also diese Heeresdienstverordnung Nummer 12, das hat weder was mit dem Jahr 1912, in dem sie veröffentlicht wurde, zu tun. Das ist einfach eine Durchnummerierung irgendwelcher Regelwerke. Ja. Aber das ist dann zufällig eben zusammengefallen. 26. Juni 1912 wurde dieses Buch dann veröffentlicht. Und ich konnte bis heute nicht alle Autoren, die daran beteiligt waren, rausfinden. Da gibt's einen Herrn, der in der Geschichte der HDV 12 mehr bewandert ist als ich, der Herr Klepzig, der lebt in Münster. Der hat sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Von ihm habe ich zum Beispiel die Ausführung, das gibt ja verschiedene Ausgaben von 1912, 26, 32 und dann die 37er. Und zwei dazwischen waren nicht veröffentlicht. Die 37er war die letzte Ausgabe. Von der ersten bis zur letzten gab es 500 Detailänderungen. Und um Ihre Frage zu beantworten, der Auftrag damals, als die HDV 12 in Auftrag gab, lautete, bringt das Wissen der klassischen Reitkunst, tragt es zusammen und schreibt ein Regelbuch nieder, das praktisch alles bündelt, was am Anfang des 20. Jahrhunderts vorhanden war. Und wir haben also sehr, sehr große Einflüsse von Steinbrecht, sein Buch Gymnasium des Pferdes von 1884. Es ist, das muss man im Kopf haben, 1912 veröffentlicht und 1907 starb Caprilli. Vor Steinbrecht wurde in Rückenlage gesprungen. Ja, Caprilli war der italienische Offizier, der den leichten Sitz im Grunde als erstes gezeigt hat und dann irgendwann auch klar gemacht hat, dass man ohne diesen leichten Sitz gar nicht auskommt. Also lange Rede, kurzer Sinn, 1912 war auch der leichte Sitz da drin. Und dieses Büchlein subsumiert das Wissen europäischer Reiterei, das inkludiert die österreichischen Hintergründe, Wiener Hofreitschule,
Das sind Einflüsse aus Italien, eben über Caprilli. Da ist über die Wiener Hofreitschule die Verbindung zu de la Guerinière. Ja, also da gibt's, und natürlich dann das deutsche Militär. Die Schweden waren sehr erfolgreich zu dieser Zeit. Die haben 1912 an der Olympiade alles gewonnen, was zu gewinnen war. Also es ist quasi ein Regelbuch unserer Militärreiterei, die bis heute eigentlich um den 50er Jahren dann eben nach dem Krieg die Richtlinie für Reiten und Fahren hervorgebracht hat. Vielleicht nochmal zum Zweck dieser Heeresdienstverordnung. Das war wahrscheinlich mehr dem Reitsport gewidmet oder dem Militärsport gewidmet, weniger jetzt, dass man so wie Sie aus tierärztlicher Sicht oder so die Gesundheit des Pferdes damit fördern wollte. Oder das nein, also ich meine, das woran es mir auch liegt, das war denen natürlich auch ein Anliegen. Ja. Die wollten zu dieser Zeit ein leistungsfähiges, leistungsbereites, gesundes Militärpferd haben. Die konnten sich nicht erlauben, dass der Soldat auf einem Pferd sitzt, das einen kaputten Fesselträger hat. Und das war für den Soldat der Untergang. Da kam er nicht mehr nach Hause. Und aus diesem Grund hat man eben die klassische Reiterei, auch diese strikte Einteilung der Remonte-Reiterei, Remontezeit etc. klar nicht nur davon gesprochen, sondern man hat es 1:1 umgesetzt. Man konnte sich eben nicht erlauben, ein Pferd zu haben, das vielleicht einerseits die angeforderte Aufgabe nicht erfüllt und andererseits dann möglicherweise durch schlechtes Reiten zugrunde geht, also einfach lahm wird oder nicht mehr seinen Job machen kann. Und es gibt nichts Besseres, es gibt keinen besseren Tierschutz als klassische Reitkunst, mit Rücksicht auf die körperliche Entwicklung und seelische Entwicklung eines Reitpferdes. Und darauf war auch schon die HDV 12 ausgerichtet. Das war die erste Reitlehre, die erste allgemein anerkannte Reitlehre, die eben Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Gesundheit praktisch zusammengebracht hat. Sehr spannend. Und dann sieht man ja, also in dem Buch zumindest, wie Sie es interpretiert haben, da haben die Hufschlagfiguren ja sehr viel Platz eingeräumt. Also man hat immer gedacht, okay, Hufschlagfiguren sind notwendig, um sozusagen die Aufstellung beim Militär und so weiter und das in Reihen-Glied-Reiten zu verwirklichen. Aber Hufschlagfiguren haben auch andere Funktionen, oder? Vielleicht könnten wir da ein bisschen auf manche Hufschlagfiguren, die Sie da explizit beschreiben, auch eingehen. Zum Beispiel die große Acht, also aus dem Zirkelwechsel. Ja, also ganz allgemein könnte man sich auf den Standpunkt stellen, ich reite mein Pferd draußen im Gelände und wenn ich schlecht Wetter habe, dann gehe ich irgendwo in ein bedecktes Haus, in eine Reithalle und da werde ich nicht nass und dann reite ich dort halt in der Gegend herum. Die Hufschlagfiguren mit den entsprechenden festgelegten Standards, also wenn man sie denn einhält, und das wird, je älter ich werde, ein umso größeres Anliegen, sowohl an mich selbst als auch an meine Schüler. Die Hufschlagfiguren, das korrekte Einhalten der Hufschlagfiguren führt dazu, dass sie ihr Pferd mit einem geschmeidigen Sitz am Schenkel führen müssen. Wenn Sie ein klemmender Reiter sind, der mit festem Sitz und das Pferd mit der Hand vorne festhaltend unterwegs sind, das Knie, den Oberschenkel gut zugezwickt und der Unterschenkel weggestreckt, dann werden Sie auf dieser Welt keinen korrekten Zirkel oder keine Volte oder keine Acht reiten können. Und also das einfach mal als allgemeine Überschrift. Eine korrekte Hufschlagfiguren kriegen Sie nur geritten, wenn Sie Ihr Pferd aus einem geschmeidigen Sitz, aus einer schönen, konsequenten, geschmeidig geführten Schenkelführung führen. Und es setzt voraus, dass Sie also Ihr Pferd von hinten nach vorne zu einer schönen, feinen Hand hinreiten. Das hat sich heute leider alles ein bisschen verändert. Ja, man hält vorne fest, die Pferde rollen sich häufig ein. Das hält man dann für Anlehnung. Die Pferde haben keine Chance, den Hals fallen zu lassen, die Muskulatur der Oberhalsmuskulatur zu entspannen
und dann im Nachhinein, geschmeidiger Sitz des Reiters, Wade am Pferd, das Pferd zur Hand hinzureiten, so dass eine Anlehnung entsteht. Also Anlehnung hat eine falsche Interpretation erfahren in der letzten Zeit. Ich will nicht unbedingt sagen verbal, aber in der praktischen Umsetzung, ja, glaubt man, ein Pferd ging in Anlehnung, wenn der Hals krumm ist und die Zügel stramm sind. So, und das funktioniert natürlich dann sehr, sehr schwer, nur wenn Sie irgendwie korrekte Hufschlagfiguren reiten wollen. Haben Sie ein Pferd, das von seiner Entwicklung so weit ist, dass es gebogen werden kann, oder haben Sie ein älteres Korrekturpferd, dann sind gebogene Linien, also Sie haben die 8 angesprochen, natürlich ganz wunderbare Linien, die man nutzen kann, um entweder ein korrekt ausgebildetes Pferd zunehmend mehr. Ich greife jetzt mal ein Begriff aus von Kurt Albrecht von der Wiener Hofreitschule, der ja ein Zitat von ihm ist: Lasst ein Pferd nicht im Schenkel weichen, sondern mach es weich am Schenkel. Also das ist im Grunde diese erste Idee, ein Pferd zu biegen. In der Kavallerieschule in Hannover hieß es, macht das Pferd weich in der Rippe. Herr von Redwitz 1914 in München hatte der eine Leiter einer Kavallerieeinheit, der hat gesagt, arbeite das Pferd ins Plié. Also es gibt ganz viele Synonyme draußen, die im Grunde dasselbe meinen. Der Prozess des Biegens eines Pferdes ist der Weg zur Versammlung und ist ein längerer Weg. Das ist ein Weg, der Jahre dauert und der dann beginnt, wenn mein Pferd möglichst gerade geworden ist, den Hals fallen gelassen hat, im Gleichgewicht geht, die langen Muskeln der Oberlinie geschmeidig sind und sich zwischen meinen Waden ausgerichtet, geradeaus Richtung Hand orientiert. So, und die 8, vor allem die große 8, später auch die kleine 8, 2 10-Meter Kreise, spielen in dem Zusammenhang eine sehr große Rolle. Einfach diese beginnende Biegearbeit, das Weichmachen des Pferdes am Schenkel in der Rippe zu beginnen. Ja. Und damit erhält man, da komme ich dann gleich zu meinem langatmigen Ende wieder, erhält man dann die erste Stellung im Genick und man erhält die erste Biegung und damit mehr Durchlässigkeit, Geschmeidigkeit. Das ist der Weg zur Versammlung. Das heißt, alle anderen Übungen in die Richtung, wo man auch versucht, das Pferd sozusagen auch gerade zu richten, auf der Schlangenlinie oder die Ecke kehrt, das sind dann höhere Disziplinen oder sind es einfach andere Disziplinen? Man kann das sehr schön an der Ausbildungsskala, die Herr Steinbrecht 1884 vorgegeben hat. Da kann man sich gut entlanghangeln. Er ist nämlich, wir haben ja unsere 6 Punkte in der Ausbildungsskala, in unserer modernen, die in den Ende der 50er, in den 70ern erst festgelegt wurde. Steinbrecht hat in seinem Buch 3 Punkte. Er sagt, rhythmisches Vorwärts, um Anlehnung an beide Zügel zu bekommen, also die Schiefe zu beseitigen, habe ich jetzt hinzugefügt. Punkt 2, Biegung auf einem Hufschlag. Punkt 3, Biegung auf 2 Hufschlägen. Das würde man heute synonym, würde man dazu sagen, Seitengänge. Die Seitengänge sind heute großteils missverstanden. Die Leute denken, wenn ihr Pferd seitwärts latscht, ist es ein Seitengang. Die meisten reiten Schenkelweichen und mit einem krumm gebogenen Hals. Die wissen gar nicht genau, was ein Seitengang ist. Aber das haben wir dahingestellt. Das Beginnen des Biegens läutet quasi den Weg zum durchlässigen und zum versammelbaren Pferd ein. Und dieser Prozess des Biegens nimmt natürlich zu mit der Enge des Bogens. Ja? Also der Zirkel oder sagen wir mal in einer 20 Meter breiten Halle eine kurze Seite korrekt reiten und die Ecken schon so ein bisschen mit wahrnehmen. Das sind so die ersten Anforderungen, wo ein guter Reiter genau weiß, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich gehen, was kann ich fragen, angemessen an das Alter und den Ausbildungsstand meines Pferdes. Und wenn Sie dann sagen, aus der Ecke kehrt, dann ist das je nachdem, wie Sie es ausführen. Also ich habe noch gelernt, eine Kehrtwolte ist mit einem 6 Meter Durchmesser zu reiten, wie eine 6 Meter Wolte. Das ist quasi eine halbe Wolte.
Heute in der moderneren Ausführung werden die teilweise bis zur Mittellinie geritten, also sind das 10 Meter Kehrtvolten. Also welche Hufschlagfiguren auch immer Sie nehmen, Sie müssen sich natürlich den Radius oder den Durchmesser der Biegung, die Sie reiten wollen, immer genau überlegen. Kann mein Pferd das überhaupt schon leisten? Denn je mehr Biegung Sie fragen, umso höher ist der gymnastische Effekt aufs innere Hinterbein. Vorausgesetzt, das Pferd ist korrekt gebogen. Und je höher ist der Grad der Hankenbeugung, den Sie abfragen, auf das entsprechende innere Hinterbein. Ja? Und darum ist das Biegen ja so ein langsamer, progredienter Prozess, den man pflegen muss. Ja? Die alten Meister schreiben da, zum Beispiel können Sie mal bei Steinbrecht lesen, irgendwo in der Mitte des Buches schreibt er, so hier ist jetzt quasi die Grundausbildung abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch um Entwicklung der Stubkraft und der Tragkraft. Jetzt geht es nur noch um Vorwärts und Biegung. Und ja, das Biegen begleitet uns dann eben bis zur Hohen Schule. Das heißt also, Biegung, wie gesagt, da muss man eben auch den Ausbildungsstand des Pferdes in Betracht ziehen und man muss wahrscheinlich auch, das sollte man wahrscheinlich den Reiterinnen auch klar machen, dass man sich auch, im Pferd muss auch in gewisser Weise aufgewärmt sein, oder? Wenn man wirklich kleine Biegungen reitet. Da muss man auch in der Stunde beim Aufbau wahrscheinlich mit größeren Wendungen beginnen. Genau. Und zuerst natürlich vorwärts. Erst einen schönen Takt. Das Vorwärts ist die Mutter der Versammlung. Wenn Sie keine Kraft haben, wenn das Pferd nicht geradeaus und vorwärts geht im Takt und Sie können keine guten rhythmischen Tempounterschiede reiten, der Übergang Arbeitstrab, Mitteltrab zum Beispiel spielt in der Heeresdienstverordnung eine ganz große Rolle, wird schon sehr früh im ersten Jahr in der Zeit der jungen Remonte abgefragt. Also die Entwicklung der Schubkraft geht quasi, kann man sagen, Hand in Hand mit der Entwicklung der Tragkraft, wenn Sie das als Synonym für Versammlung nehmen wollen. Und so kriegen Sie dann Stück für Stück über die Biegung eben die Biegung jeweils des inneren Hinterbeines und können Sie dann beide Hinterbeine zeitgleich beugen in den Hanken. Dann haben Sie ein versammelbares Pferd, das je nachdem, wie stark Sie die Hanken beugen können, vielleicht am Ende den Versammlungsgrad der Hohen Schule erfüllt. Gut, also die Hufschlagfiguren kommen schon in der Heeresdienstverordnung von 1912 vor. Was auch vorkommt, sind sehr viele Kommandos. Auch die sind auch von Kurt Albrecht angeführt. Sie haben gesprochen, er hat sie auch so herzitiert, als Sie gesagt haben, ob man nicht die HDV 12 neu interpretieren oder neu kommentieren, nicht interpretieren, kommentieren kann. Ja. Was ist es eigentlich noch zeitgemäß? Was ist an diesen Kommandos noch zeitgemäß, wie Aufsitzen, Absitzen, Zügel in die linke Hand? Ja, also ich sag's mal so, ich glaube, den Drill, den man damals quasi beim Militär hatte, den können wir uns vielleicht heute erlauben, davon wegzugehen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man im Unterricht rumbrüllt, rumschreit und einen Schüler irgendwie runtermacht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ein Reiter kommt ja sowieso nur zum Unterricht, wenn er was lernen will. Und ein motivierter Reiter kann nur was lernen, wenn es ihm gut geht, auch psychisch gut geht. Wenn der heruntergemacht wird und angebrüllt wird und eine furchtbare Atmosphäre in der Reithalle ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch mit einem geschmeidigen, schönen Sitz sitzen kann und eine liebevolle Hand seinem Pferd anbieten kann. Also abgesehen davon bin ich aber trotzdem der Meinung, dass so eine gewisse Grundstruktur, das lernt man ja auch heute noch bei der Bereiterprüfung, klare Kommandos, eine klare Struktur in der Unterrichtserteilung ist unheimlich wichtig, dass man sollte ja nach Möglichkeit, es ist etwas, das mache ich sicherlich regelmäßig falsch, sich nicht zu stark verfaseln im Unterricht, sondern man sollte möglichst klar strukturiert seinem Schüler quasi einerseits den Weg zeigen, wohin die Reise geht. Und als Trainer muss ich ja analysieren,
ich reite quasi mit, in welchem Gleichgewicht befindet sich das Pferd, wo ist vielleicht ein Problem, das der Reiter gerade hat. Ich unterrichte ja einen Menschen, ein Pferd zu führen, vielleicht auszubilden. Also es ist Unterricht um die Ecke. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll und dazu gehört einfach eine gewisse Grundstruktur. Und da, glaube ich, haben gewisse definierte Kommandos spielen da eine Rolle, aber diese militärische Präzision, so wie das früher war, ich glaube, da können wir heute drauf verzichten. Okay, aber es sind manche Inhalte ja ganz interessant. Stillgesessen, das hat ja eine Bedeutung, die man oft unterschätzt, oder? Das ist sehr, sehr richtig, ja. Heute haben wir ja viele Menschen, die auf dem Pferd sitzen und auf den Pferden quasi arbeiten. Du hast das Gefühl, der ist da oben richtig beschäftigt. In Wirklichkeit sollte ein Reiter ja, der Sitz, der bei euch in der Wiener Hofreitschule, in der Spanischen gelehrt wird, ein wunderbarer, zentrierter Sitz, der sich Richtung Pferd öffnet. Also der Reiter sitzt geschmeidig, aber absolut im Gleichgewicht und er sitzt still. Aus einer Ruhe heraus, genauso die Hand, aus einer ruhigen Handposition heraus, empfängt die Hand was, hält mal was aus, pflegt und gibt nach. Diese Dinge, die gehen verloren im Aktionismus unserer Zeit. Wir wollen alle was tun. Ja, und dann, man liegt zurück, die Arme bewegen sich rückwärts, also man zieht an dem Pferdemaul. Das hat alles mit klassischem Reiten nichts zu tun. Der Begriff stillgesessen heißt einfach, lass dich fallen, nimm Platz, richte dich auf, trag dich, Brustkorb vor, Hände vor. Dann hatte ich noch ein Kommando, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, was damit gemeint ist. Fast Trensen an, Trensen durchziehen. Also das war ein Kommando, das es gab, wenn die auf 4 Zügel ritten, also auf Kandare. Ja. Dann mit angefasster Trense, das sollte sowieso, sagen wir mal, ein Anfänger, ein jüngeres Pferd, jemand, der nicht wirklich ein losgelassenes Pferd reitet, sollte auf jeden Fall keinen Hebelgebiss nehmen, um dem Pferd das Genick zu runden. Und dort musste eben dann mit angefasster Trense geritten werden. Das heißt, das Pferd ging auf Trense und die Kandare hatte einen leichten Bogen, der Kandarenzügel. Ah, okay. Und Trensen durchziehen? Was kann ich mir mit Durchziehen der Trense vorstellen? Ich hab den Herrn von Ziegner nicht, um ihn zu fragen, das müsste ich jetzt interpretieren. Dort war ja die linke Hand die Zügelhand. Ja. Ja, die zügelführende Hand und die rechte Hand, also man ritt beim Militär meistens 3:1. Also das heißt, linker Trensenzügel, linker Kandarenzügel, rechter Kandarenzügel in der linken Hand und der rechte Trensenzügel in der rechten Hand. Ach so. Und dann Trense durchziehen heißt dann einfach quasi die Trense durch die linke Hand ziehen, bis sie sanft ansteht und den Kandarenzügel lässt man länger. Das ist quasi der Weg zu dieser angefassten Trense. Okay, das ist plausibel. Was ich auch noch eingehen wollte, was in der kommentierten HDV 12 von Ihnen explizit auch eingegangen wird, ist an den Zügelstellen und Beizäumen. Könnten Sie diese beiden Begriffe kurz erläutern und welche Bedeutung die haben? Also ich könnte ein Pferd am Zügel reiten, ohne dass das Genick des Pferdes in irgendeiner Form beugt. Ja, das Pferd hat seine Nase vorne in einer ganz natürlichen Position. In alten Darstellungen sieht man das häufig. Das ist heute undenkbar. Aus welchen Gründen verstehe ich nicht. Dass ein junges Pferd mit einer ganz natürlich getragenen Kopf-Hals-Position geht und der Reiter hat eine sanft anstehende Trensenzügel. Also an den Zügelstellen. Das Pferd ist einfach eine schöne, angenehme Verbindung zwischen Pferdemaul und Reiterhand. Okay. Also und Beizäumung ist dann quasi das Beugen des Genicks. Und das geht natürlich erst dann, wenn das Pferd das Genick geschmeidig hat. Also wenn das Pferd geschmeidig geworden ist im Genick. Heute ist das so, dass dadurch, dass die Pferdehälse schöner geworden sind, die Genicke leichter geworden sind, geschieht das sehr leicht, dass das Pferd bei einer geringen Verspannung im Rücken
sich einrollt vorne. Und damit natürlich auch in gewisser Form irgendwo auch beizäumt. Also aber der ganze Hals rollt sich weg, mitsamt dem Genick. Das Pferd rollt sich ein, also geht hinterm Zügel. Und das ist eben einer der großen Missverständnisse unserer Zeit, dass man dann annimmt, das sei eine Beizäumung, das sei eine Haltung, die für dieses Pferd in Ordnung ist. Das ist oder eine erstrebenswerte Haltung. Dass das ein Problem darstellt, das ist in den meisten Köpfen gar nicht drin. Ja? Also früher hat ein Pferd in so einer Situation eben reagiert, indem er die Nase hochgenommen hatte und sich nach oben gestreckt hat, also die Nase unter das Dach sozusagen. Da wusste jeder, nee, das sieht nicht gut aus, das Pferd ist steif. Und heute passiert im Grunde das Gleiche im Pferdekörper, nur das Pferd rollt sich ein. Und das wird dann eben missverständlich als Beizäumung angesehen. Habe ich ein Pferd, das an den Zügel herantritt, mit offenem Genickwinkel, und ich beginne mein Pferd schön geradeaus mal zuzulegen, aus dem Arbeitstempo wieder ein bisschen einzufangen und so weiter, dann macht die Schubkraft des Hinterbeines in meiner Hand das Genick weich. Und dieses Pferd nimmt das Gebiss, geht am Zügel und beugt sich dann im Genick, und mit zunehmender Genickbeugung entsteht eine wunderbare positive Spannung in der Oberlinie, die den Rücken zum Schwingen bringt, den Rumpf anhebt, das Pferd rhythmischer, taktmäßiger werden lässt in seiner Trabarbeit. Es kommt das Element des Schwunges dazu und so weiter. Also es entsteht das angestrebte Gleichgewicht. Das hat was damit zu tun, dass das Pferd das Gebiss nimmt und sich langsam beizäumt. Und wenn ein Pferd das Genick hergegeben hat, dann kann ich als Reiter diese Beizäumung quasi abfragen, indem ich meine Hand weich schließe, die Wade weich schließe, zeitgleich, und das Pferd rundet das Genick. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Pferd geht weder hinterm Zügel, der Zügel hängt nicht durch und das Pferd verkriecht sich, und das Pferd geht auch nicht gegen den Zügel. Das Pferd bleibt am Zügel. Wenn ich aber eine vermeintliche Beizäumung mit der Hand herbeiführe, das Pferd ist nicht so weit, das Pferd ist nie in Anlehnung gegangen. Also das Pferd geht entweder mit Nase hoch oder hinterm Zügel, und ich ziehe ein Pferd dann runter vorne, dann passiert eben schwarz oder weiß. Entweder hängt der Zügel durch oder das Pferd geht dagegen. Das Pferd geht aber nicht am Zügel. Und das ist eben der große Unterschied und das große Missverständnis, wozu natürlich auch die hohe Rittigkeit unserer modernen Pferde beiträgt. Dass das möglich ist überhaupt. Genau. Also das ist tiermedizinisch jedenfalls nicht zu empfehlen. Nein, das ist absolut nicht zu empfehlen, ein Pferd mit der Hand beizuzäumen. Das war früher schlecht und das ist heute schlecht und das wird immer schlecht sein. Und in den gleichen Atemzug muss man eben sagen, zu akzeptieren, dass das Pferd sich einrollt. Und das als Beizäumung quasi anzunehmen, das ist genauso falsch. Also wie gesagt, das ist eigentlich schon ein höherer Ausbildungsgrad. Junge Pferde zäumt man eigentlich noch nicht bei. Also die hat man mal an die Zügel gestellt, aber das Beizäumen ist eigentlich erst, wenn das Genick geschmeidig geworden ist. Also ab einem das entsteht schon im ersten Ausbildungsjahr und den ersten, sagen wir mal, ersten halben Jahr, dass das Pferd dann eine gewisse Haltung annimmt. Aber man macht das nicht jetzt, sondern das ist etwas, was ich bekomme. Deshalb brauche ich eben diesen stillen Sitz. Deshalb brauche ich eine stille Hand, eine ruhige, abwartende Hand. Da gibt es eine wunderschöne Veröffentlichung von einer jungen Dame, die den Herrn Gordon von Schwabel zitiert, auch einer der Kavalleristen, der in den letzten Jahren verstorben ist. Der hat das auch wunderbar beschrieben in den öffentlichen Medien, immer wieder so kleine Blöcke seiner Texte, einer abwartenden, ruhigen, verwahrenden Hand, eine Hand, die ruhig steht an einer Stelle. So, heute wird hantiert und gemacht und vor und zurück und das ist halt, da fehlen diese ganzen Grundprinzipien. Ja, oder vielleicht ist es auch, dass das missverstanden wird, dass man mit der Hand mitgehen muss mit dem Pferd und die
die Dinge übertreibt. Also vielleicht liegt es auch daran. Ja, also das Mitgehen, das vor allem in den großen Bewegungen oder auch im Schritt und im Galopp, ist das ja schon wichtig, dass man die Pferdebewegung nicht verhindert. Ja. Aber die Hand steht eben in einer Position, die steht nicht gemauert und zementiert, die steht wartend, atmend an, und das ist wichtig, dass Sie das jetzt gesagt haben, weil sonst kommt das vielleicht falsch rüber. Also es geht da nicht um eine zementierte Hand, sondern es geht um eine schöne Hand, die sich der Bewegung des Pferdes anpasst und dem Pferd einfach ein schönes Zuhause bietet, sozusagen. Mhm. Was ich auch spannend finde, das Kapitel über den Sitz und Haltung des Reiters, und das beginnen Sie gleich mit den Sitzfehlern. Ist es was Ihnen wirklich sehr oft auffällt, oder was sind denn da so die häufigsten Sitzfehler, die man eigentlich von der HDV 12 lernen könnte mit den Sitzhilfen, die dort angegeben sind? Eine der entscheidendsten Schlüssel zum Pferd sind. Nirgends besser zu sehen als in der spanischen. Ne, da wird ja nach wie vor, trotz der Kritik, die man auch immer wieder hört, aber auf den Sitz wird ja äußerst großer Wert gelegt. Ich hoffe, das ist auch heute noch so. Ist noch und, so, ja. Ja, ne, und es ist einfach so, Sie können nur, wenn Sie sich in einem eleganten, selbstbewussten, liebevollen, freundlichen Vorwärtssitz niederlassen können auf dem Pferderücken. Völlig verspannungsfrei. Also mit einer kleinen positiven Körperspannung, wie die ein Tänzer auch hat. Aber Sie müssen einfach erstmal sich in einer eleganten, selbstbewussten Haltung fallen lassen können. Wenn das nicht möglich ist, also das heißt, wenn Sie vielleicht Sie fürchten, fühlen sich nicht sicher auf Ihrem Pferd, dann machen Sie einen runden Buckel, ziehen den Bauch ein. Oder Sie sind jemand, der in der falschen Vorstellung unterwegs ist und denkt, Anlehnung sei vorne festhalten. Und weil das Pferd dann vorne zieht am Zügel, müssen Sie dagegen ziehen und Sie reiten dann mit Rückenlage. Ja, das sieht man ja ganz häufig. Die Amerikaner nennen das Wasserskifahren, Waterskiing. Ja, die liegen zurück und halten vorne fest und lassen sich vom Pferd quasi am Zügel ziehen. Das sind so die katastrophalsten Auswüchse dessen, was man so sieht. Und dann natürlich diese ganzen handbetonten Grobiane, die dann sich hinter ihren gigantischen Pauschen in den komischen, sehr merkwürdigen Dressursätteln festklemmen und Knie und Oberschenkel zuzwicken und der Unterschenkel wackelt wie ein Kuhschwanz. Alles ist fest, der Schultergürtel ist fest, der Reiter ist im Rumpf verspannt. Das sind so die Dinge, die man eben häufig leider findet. Und wenn man mit so einem Sitz unterwegs ist, da gibt es kein Entkommen. Da kann ich kein geschmeidiges Pferd bekommen. Ja, Rudolf Binding hat 1952 in seinem Buch geschrieben, kritisiere niemals das Pferd, kritisiere, was du im Spiegel siehst. Das Pferd ist dein Spiegel. Und wenn du auf dem Pferd klemmst und steif bist von oben bis unten, dann sitzt du auf einem steifen Pferd. Das ist einfach eine logische Folge. Das ist lustig, dass Sie auch die Pauschen ansprechen, weil ich hatte neulich auf Trab zu Gast die Frau Behran und die hat genau dasselbe festgestellt, dass auch in der Sportklasse eben immer mehr die Pauschen oben immer größer werden und länger werden und den Reiter damit einklemmen und eigentlich gar keine Lockerheit auch im Schenkel oder im Bein zulassen. Ja, diese Pauschen blockieren das Hüftgelenk. Ja, dann sind ja die Sättel auch noch senkrecht nach unten geschnitten. Damit drückt's den Oberschenkel meistens zurück. Die meisten Reiterinnen haben heute sehr, sehr lange Oberschenkel. Und da ist dann gar kein Platz mehr für das Knie in einer angemessenen Bügellänge. Und dann sitzen die im Hohlkreuz, Hyperextension, im überstreckten Hüftgelenk und können sich gar nicht mehr loslassen. Also klassisches Reiten in vielen dieser Sättel ist im Grunde nicht möglich. Wird aber so verkauft, als sei das Nonplusultra. Dann meistens noch kombiniert mit extrem tiefer Sitzkurve, also richtige coolen, man sitzt wie im Mittelalter, ja, wo die Ritter in so einer tiefen Kuhle saßen, damit sie nicht
gestoßen wurden, wenn sie sich da mit den Speeren versucht haben, vom Pferd zu stoßen. So weit sind wir schon fast wieder. Also ein klassischer Dressursattel hat einen flachen Sitz und hat keine Pausche und bietet dem Reiter die Möglichkeit, sich selbst ins Gleichgewicht zu setzen. Und diese ganzen orthopädischen Sitzprothesen, die man da sieht, mit diese Tiefsitzer, mit diesen unsäglichen Pauschen, das ist eigentlich ein Instrument, um die klassische Reitlehre zu zerstören. In so einem Sitz kann kein Mensch wirklich gut reiten. Das ist nicht möglich. Vielleicht kann man noch ganz zum Schluss auf die Zügelhilfen der HDV 12 eingehen. Was kann man denn da lernen und was sieht man da für Fehler heutzutage, wo man sich vielleicht das wieder vorknüpfen sollte? Naja, also ich versuche das mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung auch zu erläutern. Und ich will mich da auch nicht ausnehmen. Ich habe das ja alles selber auch genauso durchlaufen, also auch alle Fehler gemacht. Also es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass ich hier alles wüsste. Ich habe im Grunde alles selber auch falsch gemacht. Aber man muss aber auch dazu sagen, es ist unheimlich schwer, noch jemanden zu finden, der diese Lehre 1:1 wirklich so einem beibringen kann. Denn viele Menschen werden nicht müde, den Begriff, sie seien klassische Ausbilder, zu benutzen, und dann empfehlen sie dir, das Pferd mit dem inneren Zügel im Hals nach innen zu ziehen. Ja? Also ich will damit sagen, die reden das eine, tun genau das Gegenteil. Und da sind wir jetzt genau bei einem Punkt Zügelhilfen. Im Grunde muss zuerst gesagt werden, die Verbindung, die man zwischen der Hand und dem Pferdemaul fühlt als ausgebildeter Reiter, also nennen es mal das Gewicht, das man in die Hand gelegt bekommt, die kommt vom Pferd. Das Gewicht. Das Pferd mit kauendem Maul, ist ein schönes, weiches, angenehmes Gefühl am Zügel, geht das Pferd zur Anlehnung hin. Also die Schubkraft der Hinterhand geht schwingend durch den Pferderücken, dafür steht der Begriff Losgelassenheit, und mündet darin, dass das Pferd das Gebiss quasi nimmt und mir ein schönes, sanftes Tempo, schrittlange, Versammlungsgrad abhängiges Gewicht in die Hand legt. Je versammelter ein Pferd ist, umso weicher und leichter ist das. Und je größer und schwungvoller und energischer die Tritte sind, umso mehr bekomme ich in die Hand gelegt. Aber es bleibt immer weich und das Maul lebt. So, und das ist mal der erste Punkt, dass ich meine passiv, weich, sagen wir so, dem Pferd folgende, besonders im Schritt und im Galopp, Hand bekommt vom Pferd diese Anlehnung. So, wenn ich dann einwirke, dann schließe ich meine Hand und öffne sie wieder, oder ich drehe mein Handgelenk ein bisschen ein und gebe wieder nach. Also eine Parade, wenn man jetzt nur von der Hand spricht, das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen treibender Wade, erhöhter Körperspannung im Sitz und ein sich schließender Hand. Also es ist ein Zusammenwirken aller Hilfen, eine Parade. Aber wenn wir jetzt mal das runter reduzieren auf die Hand, dann ist das der Prozess, dass ich meine Hand schließe, einfach kurzfristig etwas mehr Druck am Zügel habe und sofort wieder weich werde. Und die positiven Effekte, die wir uns alle erwünschen, dass das Pferd langsamer wird, aufmerksamer wird, durchlässiger wird, in Stellung geht, etc. pp., das kommt dann in der Regel im Moment des Nachgebens. Also das Pferd, ich gebe nach einem Schließen der Hand, nach einem Eindrehen des Handgelenks, gebe danach nach und mein Pferd wird sofort leichter, wird angenehmer, ist dehnungsbereiter oder formt, Korrekturpferd formt, lässt den Hals fallen. Ja? Ich pariere bei einem Pferd, das hat die Nase oben, es ist steif. Ich sage dem Pferd mit meiner Parade, hey, bleib mal ein bisschen hier, lauf mir nicht weg. Gebe nach, beim Korrekturpferd schnell, groß und großzügig, plupp fällt der Hals und das Pferd sagt, oh, das ist gut. Ja? Also, das heißt, diese Form, die jeder haben möchte, entsteht quasi im Moment des Gebens. Und dann kommt die Hand weich zurück, macht ein Angebot und meine treibende Wade, mein geschmeidiger Sitz sagen,
dem Pferd, hey, geh da vorne hin, da ist es schön. Also sozusagen eine Einladung, an diese Hand ranzutreten. Gut. Da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen, dass man, was halt immer wieder passiert in der Praxis, dass man bei einer Parade auch nicht hängen bleibt, sondern dass man das Nachgeben auch schnell wieder nachgibt und nicht. Ganz genau. Und das habe ich bisher die schönste, plausibelste und verständlichste Erklärung zu diesem Thema, die ich je gehört habe, habe ich einmal bei einer Demonstration auf der Equitana in Essen vor ein paar Jahren von Frau Ingrid Klimke. Hat eine Demo-Reitstunde gegeben. Und ich hatte die Möglichkeit, die zweite Hälfte ihrer Stunde dort beizuwohnen. Und sie wurde nicht müde zu sagen, eine Parade ist erst eine Parade, wenn du nachgegeben hast. Und aus dieser Aussage wurde in meinem Unterricht, ich sage heute mittlerweile, letztlich ist Anlehnung die Kunst des Nachgebens. Ich kann natürlich nur nachgeben, wenn ich etwas habe. Also ist es auch die Kunst des Wiederaufnehmens. Aber das Timing, wann gebe ich nach, an welchem Zügel gebe ich nach, wie viel gebe ich nach, wie schnell gebe ich nach, ja, das ist eigentlich, sagen wir mal, sind die Fragen, die sich verbergen hinter der Frage, wie komme ich zu einer guten Hand? Da geht es um das Timing und das Gefühl, wann muss ich nachgeben. Sehr spannend. Und in Ihrem Buch, die kommentierte HDV 12 vom Kosmos Verlag, haben Sie ja noch ganz viele andere Dinge angesprochen, die weitere Podcasts füllen. Ich denke nur an die Entwicklung der Gangarten, Übungen auf ebenem Hufschlag, Bodenrickarbeit, Springen, Geländereiten, Gehorsam, Ausbildung vom Pferd und Reiter und. Also ich hoffe, wir hören uns bald wieder zu weiteren Themen und sag herzlichen Dank, weil das war wirklich eine sehr praxisnahe Podcast-Folge wieder. Dankeschön. Gerne, wunderbar. Herzlichen Dank. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.